Müslis, Fertiggerichte, Fitnessriegel, rote Grütze und auch Eisriegel. All diese Lebensmittel, chargenweise zurückgerufen, jetzt nur noch Müll. Der Grund? Sie enthalten Ethylenoxid, ein Pestizid, ein Gas, eingesetzt vor allem als Desinfektionsmittel. Farblos, hochentzündlich, aber vor allem extrem giftig. Ethylenoxid ist ein hochreaktiver Stoff und er wirkt eben kanzerogen, das heißt krebserregend und erbgutverändernd. Entsprechend ist es ein Stoff, der grundsätzlich nicht erwünscht ist in unseren Lebensmitteln. Und deshalb ist Ethylenoxid in Deutschland in der Lebensmittelverarbeitung schon seit 40 Jahren verboten. Trotzdem wurde es jetzt bei uns gefunden. In Johannisbrotkernmehl. Und das steckt in etlichen Lebensmitteln. Denn Johannisbrotkernmehl wird als Stabilisator und Verdickungsmittel in vielen Produkten verwendet. Vom Eis über Fertiggerichte bis zu Nahrungsergänzungsmitteln. Und diese Stoffe finden in der Lebensmittelindustrie ganz vielfältige Anwendungen und entsprechend ist noch gar nicht genau abzusehen, wie groß dieser Kreis der betroffenen Produkte noch wird. Es könnte sein, dass es erst die Spitze des Eisberges ist. Besonders betroffen ist Johannisbrotkernmehl aus der Türkei. 360 Tonnen wurden von dort vergangenes Jahr laut Statistischem Bundesamt nach Deutschland importiert. Viel ist schon in Lebensmitteln verarbeitet. Die meisten Verbraucher haben davon nichts mitbekommen. Habe ich tatsächlich noch nie gehört, Ethylenoxid. Also ich wusste irgendwie, klar, so wenn ich an Backen denke, denke ich irgendwie an Acrylamid oder sowas. Finde ich eigentlich unverschämt. Aber ich denke, es geht wie immer. Vielleicht im Hintergrund wieder nur ums Geld. Erschreckend, ja. Da weiß man schon gar nicht mehr, was man essen soll. Ja. Im Labor des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes CVUA in Stuttgart sitzen die Experten für den Nachweis des Giftes in Europa. Seit den ersten Funden von Ethylenoxid in indischem Sesam vor rund einem Jahr haben sie extra ein Verfahren entwickelt, mit dem sich der Stoff schneller nachweisen lässt. Seitdem wurden hier rund 800 Proben untersucht und viel Gift entdeckt. Fündig geworden sind wir dann bei Pflanzenpulvern und Nahrungsergänzungsmitteln sehr schnell. Nicht nur die Befundhäufigkeit hat uns überrascht, sondern auch die Gehalte, die wir in diesen Nahrungsergänzungsmitteln gefunden haben. Normalerweise bewegen wir uns im Mikrogrammbereich Rückständen. Diesmal waren es schon im Milligrammbereich. Also sehr, sehr viel mehr, wie es wir gewohnt sind und wie es üblich ist. Erschreckende Zahlen. Aber wie kommt das Ethylenoxid eigentlich in die Lebensmittel? Bei der Verbraucherorganisation Foodwatch hat man das gefährliche Gas schon länger im Blick. Ethylenoxid wird zur Bekämpfung von Bakterien, von Pilzen in Pflanzen in Drittstaaten eingesetzt. In der EU ist es verboten, aber man kann natürlich bereits desinfizierte Rohstoffe, Zutaten in die EU importieren. Die belasteten Rohstoffe kommen in der Regel per Schiff zu uns nach Deutschland. Kontrolliert wird die Ware zum Beispiel am Hamburger Hafen. Allerdings können nicht alle Lieferungen überprüft werden. Üblich sind nur Stichproben. Nach den ersten Ethylenoxidfunden ist man sich in der EU bei der Bewertung der Gefahr einig. Man beschließt, Ethylenoxid ist so gefährlich, dass dafür kein Grenzwert als unbedenklich gilt. Die Konsequenzen sind allerdings sehr unterschiedlich. Daraufhin haben sich die EU-Staaten zusammengesetzt und ein einheitliches Vorgehen abgestimmt, zum Beispiel bei E410, Johannisbrotkernmehl. Das Problem ist, dass die Behörden hier in Deutschland die Hersteller nicht so unter Druck setzen, wie es in anderen Ländern der Fall gewesen ist. Wir haben also ein einheitliches Vorgehen, was eigentlich abgestimmt gewesen ist, nur es funktioniert hier in Deutschland nicht. In Frankreich wurden bisher Chargen von mehr als 3.600 Produkten wegen Ethylenoxid zurückgerufen. In Deutschland sind es Stand 6. September nur etwa 50. Und nicht alle Unternehmen rufen belastete Lebensmittel von sich aus sofort zurück. Beispiel die Mars Deutschland GmbH.
Mars hat in mehreren Ländern, zum Beispiel in Österreich, aber auch in Rumänien und Schweden, Produkte zurückgerufen, Speiseeis zurückgerufen, was sie gleichzeitig die gleichen Produkte in Deutschland weiterverkauft haben. Das haben wir gesehen, wir haben Mars damit konfrontiert. Das Ergebnis ist aber, dass erst nach öffentlichem Druck, nach langen Tagen und nach vielen Nachfragen Mars reagiert hat und die Produkte auch in Deutschland zurückgerufen hat. Was sagt Mars Deutschland zu diesem Vorwurf? Auf Nachfrage schreibt uns das Unternehmen: Für Deutschland lag keine einheitliche Bewertung der zuständigen Behörden der Bundesländer vor, deren Einschätzung hier maßgeblich ist. Wir haben uns letztlich dann am 10. August zu einem freiwilligen Rückruf entschieden. Foodwatch übt scharfe Kritik an der zögerlichen Haltung der Bundesländer. Hier setzen sich die Bundesländer, die verantwortlich sind für die Lebensmittelüberwachung, offen über diese EU-Einigung hinweg und sagen, dass sie sich da nicht unbedingt dran halten müssen. Das Ergebnis sehen wir. Wir haben nur eine Handvoll von Rückrufen wegen Ethylenoxid in E410. Das ist viel zu wenig. Laut den EU-Beschlüssen müssen verarbeitete Produkte sogar vom Markt genommen werden, wenn sich in ihnen kein Ethylenoxid nachweisen lässt. Es genügt, dass die Rohstoffe darin belastet waren. Das in Baden-Württemberg für Ernährung und Verbraucherschutz zuständige Ministerium will sich daran allerdings nicht halten. Amtliche Maßnahmen können nicht nur auf Verlautbarungen der EU-Kommission gestützt werden. Daher sehen wir keine Rechtsgrundlage, um einen Rückruf für solche Erzeugnisse anzuordnen, in denen Ethylenoxid nicht bestimmbar sind. Aber selbst wenn Hersteller Rückrufe einleiten, gehen manche damit sehr dezent in die Öffentlichkeit. Auf der Seitenbacher Homepage etwa muss man erst die Seite Aktuelles aufrufen und dann noch einmal weiterklicken auf eine aktuelle Kundeninformation. Das Wort Rückruf findet sich auch da nicht. Nur der Hinweis, dass eine minimale Ethylenoxidbelastung bei 2 Fitnessriegeln nicht ausgeschlossen werden kann. Seitenbacher gibt uns hierzu auf Nachfrage kein offizielles Statement. Besonders auffällig ist, dass ausgerechnet viele Produkte mit Ethylenoxid belastet sind, mit denen sich Verbraucher gesund ernähren wollen. Das Gift wurde zum Beispiel auch in Amaranth, Moringa und Flohsamen nachgewiesen. Nahrungsergänzungsmittel und Superfoods waren dann auch überdurchschnittlich belastet. Wir sprechen hier auch von einer Beanstandungsquote von etwa 20%, was gemessen an unseren üblichen Beanstandungsquoten sehr, sehr hoch ist. Jede 5. dieser Proben enthielt also das Gift. Bei verarbeiteten Lebensmitteln ist es für den Verbraucher unmöglich zu erkennen, ob in den Rohstoffen wie Sesam oder Johannisbrotkernmehl Ethylenoxid enthalten ist. Was empfiehlt der Experte? Kochen Sie eventuell vielleicht lieber einmal selber und greifen Sie weniger auf verarbeitete Produkte zurück. Und verfolgen Sie weitere Rückrufe. Aktuell untersucht das CVUA Pinienkerne, die oft in Pesto-Soßen verwendet werden. Auch sie könnten mit Ethylenoxid vergiftet sein. In Österreich und der Schweiz musste Lidl bereits eine Produktcharge zurückrufen.